Dies Video ist das letzte in dieser fünfstaffeligen Debugging-Reihe. Diesmal geht es um den Einsatz von Debugging in Zeitreihen-Testung. Das heißt also, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Studie, die 7 Tage oder 14 Tage lang im täglichen Rhythmus 2 Mails verschickt. Das macht natürlich wenig Sinn, wenn man da jeweils einen Tag warten muss, bevor man weiterarbeitet, und das ist der Zweck in diesem Video. In Zeile 4 und 5 habe ich jetzt eine Mittagspausen- und eine Feierabend-E-Mail eingestellt, die zu Zeiten zwischen 10 und 15 Uhr und 11 und 23 Uhr stattfinden sollen. Das setze ich auf die erste Seite, weil ich das nicht zusammen mit der Willkommensseite haben möchte, weil eigentlich gehört das in diese Umfrage gar nicht rein. Ich zeige es nur an diesem Beispiel und lösche es hinterher wieder. So, das heißt also, im Endeffekt haben wir hier eine Zeitabfrage in 2 Feldern. Die Versuchspersonen können sich aussuchen, wann sie ihre E-Mails bekommen, damit es zu ihrem Tagesablauf passt. In diesem Fall debugge ich etwas anders. Das heißt also, dadurch, dass das ja Zeiten sind, kann man die nicht so einfach debuggen. Dementsprechend stelle ich hier ein, ich will diese beiden Felder haben, wenn es eine Nicht-Debuggen-Studie ist, also für die Versuchsperson. Und ich füge 2 weitere Felder ein, die dann für den Debuggen-Status da sind, wo ich dann das Zeitfenster etwas anders setze. Das heißt also, ich kennzeichne die Variablennamen mit einem D für Debugging, ändere hier das natürlich dann auf 1, dass das nur im Debugging-Status angezeigt wird. Lösche auch die Zeitvorgaben, weil ich natürlich nicht nur zwischen 10 und 15 Uhr debuggen möchte. Nach ein bisschen hin und her mit ChatGPT habe ich dann meine Lösung, um die Zeitangabe genauso zu haben, wie die Time-Variable das haben möchte. Rechne da jetzt noch 2 Minuten oben drauf. Für die Mittagspausen-Mail und 4 Minuten für die Feierabend-Mail. Dementsprechend bekomme ich meine E-Mails im 2-Minuten-Rhythmus. Das ist natürlich dann wieder eine Herausforderung für den Spam-Schutz in Form R, um das zu debuggen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich kommentiere meine Values natürlich auch, so dass ich das später noch nachvollziehen kann. Und dann füge ich noch eine weitere Zeile hinzu, die ich als Text deklariere und wo ich dann einen speziellen Betreff haben möchte. Das heißt also, sonst kommt man ja irgendwann mit den verschiedenen Versuchspersonen, die man da debuggt und die in verschiedenen Zeiten sich dann wieder melden, irgendwie durcheinander. Ganz besonders diesen Betreff habe ich bisher noch nie benutzt, dementsprechend müssen wir hier ein bisschen rumfummeln. Und am Ende des Videos zeige ich dann nochmal, wie man dann noch den Versuchspersonennamen, also den Session-Code mit hinzufügen kann, damit man dann auch weiß, welche Mails von welcher Versuchsperson kommen. In einem ersten Schritt füge ich auf jeden Fall schon mal den Zeitstempel dazu, dass klarer ist, welche E-Mail was ist. Das probiere ich natürlich auch erstmal wieder in R, bevor ich es dann in Excel eintrage, weil in Excel kann man halt keinen R-Code testen.
Ich stelle dann hier jetzt auch nochmal eine Betreffzeile ein, weil ich denke, vielleicht wollen ja auch die Versuchspersonen sich eine individuelle Betreffzeile eintragen lassen. Vielleicht erkennen sie dann die Studien besser, wer weiß. Dementsprechend nehmen wir da natürlich im Namen das D weg. Fragen, was wollen die haben als Betreff. Da das jetzt tatsächlich nicht zu meinem persönlichen Bereich gehört, habe ich jetzt hier ein wenig aussagekräftigen Betreffvorschlag eingetragen. Das müsste man dann natürlich, wenn es eine echte Studie wäre, nochmal überdenken. Wie immer muss die Excel hochgeladen werden. Dann muss ich im RAN natürlich auch noch das E-Mail-Modul einstellen, weil das E-Mail-Modul, was ich bisher habe, passt nicht zu diesen Daten. Das heißt also, ich stelle 2 neue E-Mail-Module ein. Diese E-Mail-Module müssen natürlich nach der Survey eingeordnet werden, und da es schon 10 und 11 gab, ich kann ja nicht 10,5 einstellen, stelle ich jetzt alle unteren Module auf 100er Bereich um und habe somit dann wieder Platz, dass ich da auch noch weitere neue Module einfügen kann. Die E-Mail-Module können erst nach der Survey ausgeführt werden, weil ich muss ja zuerst die E-Mail-Adresse erheben. Und die setze ich jetzt auf 15 und 20. Das heißt also, die landen nach der Survey, aber vor der Abfrage, ob weiterverarbeitet werden soll oder nicht. Rein theoretisch könnte man jetzt natürlich beim Betreff, muss man auswählen, was will man da jetzt eigentlich eintragen, den Betreff von der Debugging-Person oder den Betreff von der Versuchsperson. Rein theoretisch könnte man natürlich jetzt hier 4 E-Mail-Module machen, oder wir fassen die beiden Betreffzeilen zu einer Betreffzeile zusammen und arbeiten wie bei den anderen Zeilen mit einer Wenn-Dann-Prüfung. Das heißt also, was allerdings nicht so ganz einfach ist, weil wir können natürlich sagen, ja, hier soll die Testperson, im Debugging-Modus soll es ein Testbetreff sein, aber bei den bisherigen if-Vergleichen haben wir nie angegeben, was das Gegenteil sein soll. Dementsprechend brauchen wir jetzt die if-else-Funktion. Das heißt also, wenn das Debugging gleich 1 ist, dann soll dieser Testbetreff eingetragen werden. Und wenn das Debugging nicht gleich 1 ist, dann soll der Betreff eingetragen werden, den die Versuchsperson da eingibt. Das teste ich natürlich wie bisher auch erst in R, dass ich weiß, dass das klappt. Und dann übertrage ich das in Excel. Nachdem ich mich nun entschieden habe, welche Betreffzeile ich haben möchte, es ist ja nur noch eine übrig, trage ich die jetzt in das Betrefffeld vom E-Mail-Feld ein.
Das heißt also PLM BFI 2 Dollarzeichen Betreff. Wer sagt, oh, das ist ja falsch, ja, das weiß ich in ein paar Minuten auch, aber wir zeigen mal, wie es quasi nicht funktioniert. So, dann braucht es natürlich noch einen Rezipienten, an den die E-Mail gehen soll. Und natürlich wäre auch noch ein netter E-Mail-Text ganz spannend. Hier wird es jetzt einfach nur ein Beispiel. Wer genau hinschaut, wird auch da wieder einen Fehler feststellen. Hier merkt man auch wieder, nicht vernünftig getestet. Das heißt also, ich habe zwar die Klammer zugemacht, aber blöderweise habe ich nicht die Anführungsstriche zugemacht. Das wird mir natürlich gleich auf die Füße fallen. Aber dafür debuggt man ja. So, da haben wir schon mal einen Fehler. Aber der kann rein theoretisch auch auf das doppelt geöffnete Fenster zurückzuführen sein. Deswegen mache ich das hier nochmal neu auf. Gehe jetzt hier einmal komplett durch, damit ich dann noch die E-Mail-Adresse hinten drin habe. Und dann schauen wir mal. Und auch hier zeigt sich wieder ein Fehler. Dementsprechend gehe ich in den Diagnosemodus bei dieser Person. Also stelle das Herz auf das Stethoskop um. Wenn ich dann auf das Männchen gedrückt habe, dann tue ich so, als ob ich die Versuchsperson wäre, auch wenn die vielleicht in Timbuktu sitzt. Ist gar nicht schlimm. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht irgendwelche Daten überschreibt. So, und dann sehen wir hier ein bisschen mehr an Fehlermeldung, aber er ist auch schon ein bisschen zu weit gesprungen. Das heißt also, wir gehen jetzt nochmal auf die E-Mail, klicken da auf 15, klicken den Finger an und hier ist dann auch die E-Mail zu sehen. Was wir da jetzt sehen, ist die andere E-Mail. An der sind wir gar nicht so sehr interessiert. Das ist jetzt noch die E-Mail aus dem anderen Video. Und aus dem Off kommt dann die richtige E-Mail gekrochen und da sehen wir schon mal, da steht ja der Datensatzname plus der Variablenname. Das ist natürlich doof. Das heißt also, das ändern wir als erstes, indem wir da auch noch die R-Funktion drumherum bauen, so wie wir das bei Markdown brauchen. Dass er erkennt, dass das R-Code ist und nicht irgendwelcher Text. Das ist die erste Änderung, die wir brauchen. Und der zweite Fehler ist ja, dass wir dann eine Fehlermeldung bekommen, die einem auch noch explizit sagt, dass da mehr oder weniger ein Zeichen fehlt. Das ergänzen wir jetzt auch gleich.
Aber wer es nicht sofort sehen kann, der kann natürlich auch ChatGPT fragen. Aber bevor ich die Antwort erhalten habe, hat mir dann auch schon die Kollegin gesagt, die neben mir saß. Dann wähle ich bei der existierenden Versuchsperson das E-Mail-Menü aus, aktiviere es über den Finger und dann sollten gleich neue E-Mails kommen, die ich auf Fehlerfreiheit checken kann. Das heißt also, wir gehen zurück nach Excel, machen auf jeden Fall schon mal die E-Mail-Adresse debugfähig, indem wir da diese Splittung vornehmen mit der Plus-Adresse. Da man diesen Code leider nicht aus Form R rauskopieren kann, ist es immer ganz hilfreich, den nochmal irgendwo in einem R-Skript irgendwo abgespeichert zu haben, oder man muss ihn sich halt jedes Mal wieder neu herleiten. Aber ich habe ihn noch in einem R-Skript und ich füge ihn dann jetzt hier entsprechend in den Rezipienten ein. Und auch in dieser Mail, weil es betrifft ja beide Mails. Im nächsten Schritt gehen wir dann natürlich diese komischen NA-Werte im Betreff an. Das macht ja nicht so viel Sinn. Da war jetzt zu Anfang nicht mal so klar, wo das herkam. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf die Survey, schaue mir die genauer an mit der Lupe. Und das ist tatsächlich ein Debug-Artefakt, weil im Endeffekt wir für diese Versuchsperson künstlich mehrere Zeilen im Datensatz angelegt haben und das dazu führte, dass das nicht vernünftig eingelesen wurde. Wie vorab schon angekündigt, wäre es ja vielleicht noch sinnvoll, wenn in den E-Mails dann auch noch drin steht, um welche Versuchsperson es sich handelt, und dafür kann man natürlich den Session-Code verwenden. Dieser Code lässt sich in den internen Surveys von Form R finden, die heißen Survey Run Session, und da drin ist dann der Session-Code zu finden, also $Session. Damit der Code nicht so lang ist, kürze ich ihn auch noch ab. Dafür nehme ich dann mal wieder ChatGPT und R. Arbeite erstmal mit einer Testvariable, weil ich an die interne Survey vermutlich nicht unbedingt rankomme oder zumindest nicht den Aufwand betreiben möchte, um herauszufinden, wie ich da rankomme. Jetzt starte ich ChatGPT, frage, wie ich da nur ein paar Zeichen von kriege, und er liefert mir Substring. Natürlich hätte ich das auch eigentlich wissen können, aber wer merkt sich sowas schon? Diesmal habe ich es auch vorab in R getestet, es läuft, und das kann ich dann in meinen Excel-Datei übernehmen. Wie Sie merken, ist die Umfrage gerade nicht auf dem Debuggen-Modus. Das hat auch seinen Sinn, weil im Endeffekt, wenn Sie der Meinung sind, dass die Umfrage fehlerfrei läuft, müssen Sie sie vernünftig prüfen. Das heißt also auch
in diesem wöchentlichen Abstand, wie es eigentlich geplant ist. Damit auch da nochmal geguckt werden kann, dass keine Fehler noch aufgetreten sind. Ich stelle es jetzt nochmal auf Debuggen um, damit ich sehen kann, dass ich die Session Codes teilweise mit in der E-Mail geliefert bekomme. Dann habe ich hier noch ein paar kleine Leerzeichenprobleme, die ich noch behebe, aber ansonsten funktioniert es hervorragend.